Blasse Nachmittagssonne bedeckt die weiten Graslandschaften des Masai Mara Reservats in Kenia. Der erfahrene Ranger David Kamau patrouilliert am Waldrand und hält Ausschau nach Wilderei. Inmitten des pfeifenden Windes hörte er plötzlich ein leises Stöhnen aus dem Gebüsch. David bückte sich, teilte vorsichtig den Ast und sein Herz sank, als er ein mageres, erschöpftes Löwenjunges sah. Sein Fell war schmutzverklebt, seine Rippen waren sichtbar, seine gelben Augen glitzerten vor Verzweiflung. Er ging langsam und flüsterte beruhigende Worte, um zu vermeiden, das kleine Wesen vor ihm zu erschrecken. Der Löwe versuchte aufzustehen, aber seine zitternden Beine ließen ihn flach auf den trockenen Boden fallen. David beugte sich hinunter, schob seine Hände sanft unter ihren Bauch und drückte sie wie einen Schatz an seine Brust. Vorsichtig überquerte er den schmalen Pfad und wich gefährlichen Dornbüschen und Schlaglöchern aus. Nach einer langen, schweißtreibenden Reise brachte David es zurück zur Rettungsstation des Schutzgebiets mitten im Wald. Am Bahnhof fand David sofort eine dicke Decke, um den kalten Körper des Löwenjungen einzuwickeln. Er kochte etwas Ziegenmilch, goss sie in eine kleine Flasche und trank sie geduldig Schluck für Schluck. Halbgeschlossene Augen öffneten sich plötzlich leicht, der schwache Blick folgte jeder Bewegung des Retters. Den Kratzer auf seiner Schulter desinfizierte er mit einer für Wildtiere unbedenklichen Kräuterlösung. David deckte eine kleine Ecke des Bettes zu und legte eine Decke darüber, damit es die ganze Nacht warm schlafen konnte. Er überprüfte ständig seine Atmung und legte gelegentlich seine Hand auf seine Brust, um sicherzustellen, dass sein Herz noch gleichmäßig schlug. In dieser Nacht schlief David kaum, aus Angst, sein Zustand könnte sich plötzlich verschlechtern. Am nächsten Morgen, als die Morgendämmerung durch das Holzfenster schien, hob das schwache Löwenjunge den Kopf, um ihn anzusehen. Er lächelte, legte ihr vorsichtig ein kleines Stück Fleisch vor den Mund, biss leicht hinein und schluckte es langsam hinunter. Am dritten Tag war seine Kraft besser, er konnte unsicher stehen und ein paar Schritte durch den Raum machen. David begann, es auf die Veranda hinauszulassen, damit die Morgensonne sein Fell trocknete und seinen Körper wärmte. Jede Nacht rollte es sich zu Davids Füßen zusammen, als suche es Schutz. Er konnte jeden Atemzug spüren, der ihn an die Bindung erinnerte, die gerade entstanden war. Ein leises Knurren entfuhr ihm, als er ihm leicht unter dem Kinn kratzte, ein seltenes Zeichen des Vertrauens. Von diesem Moment an wusste David, dass es ihn als Teil seiner Welt betrachtete. Als es stabil war, begann David, es darauf zu trainieren, mithilfe einer Stofftasche mit Schnellzielgurt simulierte Beute zu jagen. Anfangs war es unbeholfen, aber nach und nach lernte es, sich an seine falsche Beute heranzuschleichen, sich auf sie zu stürzen und sie gezielt zu beißen. Diese Sitzungen tragen dazu bei, dass seine Muskeln stärker werden und seine Jagdreflexe natürlicher werden. Jedes Mal, wenn es etwas gut machte, belohnte David es mit einem Stück frischem Fleisch. Sie gehen oft zum See in der Nähe der Station, wo sie gerne warten und kleine Fische jagen. Das Geräusch plätschernden Wassers und tosender Berge vermischt sich mit den wilden Geräuschen des Masai Mara Waldes. Eines Morgens brüllte es zum ersten Mal, jung, aber voller Leben. David war stolz, als würde er einem Kind beim Aufwachsen zusehen. Nachmittags liegen sie oft im Schatten von Akazienbäumen und der Wind trägt den schwachen Duft von Wildgras herüber. Er streichelte sanft die junge Mähne und erkannte die Anzeichen eines zukünftigen Raubtiers. Es begann, auf eigene Faust immer weiter in die Sicherheitszone zu wandern, kehrte aber jede Nacht zurück, um ihn zu finden. David wusste, dass der Tag der Trennung näher war als je zuvor. Aber er wollte trotzdem jeden Moment mit ihm genießen und ihm weitere Überlebensfähigkeiten beibringen. Er glaubte, dass es, wenn es ihn verließ, stark genug sein würde, um frei in der Wildnis zu leben. Und er wusste auch, dass ein Teil seines Herzens immer diesem Geschöpf gehören würde. Die Vorschriften des Tierheims schreiben vor, dass alle gesunden geretteten Tiere wieder in die Wildnis entlassen werden müssen. David erhielt die Nachricht, dass es Zeit war, es in den weiten Graslandschaften freizulassen. An diesem Morgen war der Himmel klar, aber sein Herz war schwer. Er öffnete die Holztür, die zum freien Bereich führte, und der Duft der Waldbrise wehte herein. Es ging langsam, drehte den Kopf, um ihn anzusehen, seine Augen schienen etwas fragen zu wollen.
David nickte leicht und sagte leise: Geh, ich bin bereit. Es machte ein paar Schritte vorwärts, rannte dann plötzlich zurück und umarmte sein Bein ein letztes Mal. Er beugte sich hinunter, umarmte den festen Körper und spürte den warmen Atem. Dann wandte es sich ab und verschmolz mit dem endlosen Gelb des wilden Grases. David blieb stehen und beobachtete, bis die Gestalt nur noch ein kleiner Punkt war. Der Wind wehte und trug ein fernes Brüllen wie ein Abschiedsgruß herüber. Von diesem Moment an wusste er, dass sie zwei verschiedenen Welten angehörten. Nach diesem Tag verließ David die Masai Mara und nahm eine Stelle in einem kleineren Reservat im Norden Kenias an. In mondhellen Nächten erinnere ich mich noch genau an die goldenen Augen, die mich an dem Tag unserer Trennung ansahen. Er wollte schon oft zurückkommen, aber die Arbeit und die Umstände ließen es nicht zu. Immer wenn er Neuigkeiten über die Löwenpopulation in der Masai Mara hörte, suchte er nach Erwähnungen davon. In Nachrichtenberichten ist gelegentlich von einer erwachsenen Löwin die Rede, die einen Teil der Savanne beherrscht. David fragte sich immer, ob das sein Kind von vor Jahren war. Er bewahrte das Foto von ihm und ihr als Baby in einer abgenutzten Lederbrieftasche auf. Das Vermissen ist warm und schmerzhaft zugleich, wie ein Faden, der zwei Seelen verbindet. Er wusste nicht, ob er ihn wiedererkennen würde, wenn er ihm wieder begegnen würde. Aber sein Herz hörte nie auf zu hoffen. In seinem 5. Jahr wurde David erneut in die Masai Mara eingeladen, um an einem Löwenforschungsprojekt teilzunehmen. Er stand am Ufer des Talek-Flusses und lauschte den Rufen der Vögel im Nachmittagslicht. Aus einiger Entfernung näherte sich ihm langsam eine große Löwin mit leicht fransiger Mähne. Ihr Blick heftete sich auf ihn und ließ sein Herz rasen. Leise rief er den Namen, den er 1000-mal geflüstert hatte: Nia. Sofort stürmte der Löwe vorwärts, überquerte das Wasser und erzeugte weiße Wellen. Es stand mit funkelnden Augen vor ihm und roch den vertrauten Duft. Dann schlang es plötzlich seine Beine um seine Schultern und brüllte leise, wie als es ein Kind war. David erwiderte die Umarmung und fühlte sich genauso wie in jenem Jahr in der Rettungsschwimmerstation. Das Brüllen war keine Warnung, sondern die Begrüßung eines alten Freundes. Die Forscher, die in der Nähe standen, waren von diesem unglaublichen Moment fassungslos. David drückte seine Stirn dagegen und schloss die Augen, um seinen warmen Atem zu spüren. Ich weiß, dass die Liebe weder durch Zeit noch durch Entfernung ausgelöscht wird. Nia rieb ihren Kopf an seiner Brust und setzte sich dann neben ihn, als wolle sie nicht gehen. Sie fanden nach einem halben Jahrzehnt der Trennung wieder zueinander. Zeugen waren noch immer schockiert über die Freundschaft, die die Grenzen der Tiere überschritt. David lächelte und streichelte Nias glänzende Mähne, wohl wissend, dass sie sich für immer vermissen würden. Am Ufer des Talek-Flusses saßen Mensch und Löwe Seite an Seite, als hätten sie nie einen Tag getrennt verbracht.